Ja, genau, ich erzähle etwas zum Penetration Testing. Und zwar möchte ich zuerst einfach kurz etwas zu mir sagen. Dann schauen wir an, was Penetration Testing überhaupt ist, wie Penetration Testing bei der Vertec gemacht wird, wie wir da unterstützen können. Dann eben auch der Punkt, worauf muss ich als Benutzer achten, weil Vertec selbst kann nicht alles machen. Wir fassen es nochmal zusammen in Kernbotschaften und dann gibt es noch eine Fragerunde. Genau, kurze Vorstellung zu mir. Mein Name ist Jan Lem. Ich bin seit 2019 Penetration Tester. Genau, die Haare sind jetzt etwas länger. Die Firmengründung der Avantgarde Cybersecurity ist im 2021 geschehen. Und mein Lieblingsthema in der Cybersicherheit ist Evasion, das heißt, dass ich bei Angriffen möglichst unentdeckt bleibe. Jetzt, wenn ich von Angriffen spreche, was ist eigentlich Penetration Testing? Warum sprechen wir da von Angriffen? Penetration Testing ist einfacher gesagt eine simulierte Cyberattacke auf ein einzelnes System, ein ganzes Unternehmensnetzwerk oder eine Applikation. Dabei gehen wir Penetration Tester vor wie Hacker, das heißt, wir suchen nach Schwachstellen, wir suchen nach Verwundbarkeiten, wie wir an Informationen herankommen können, Aktionen ausführen können, die wir nicht dürfen. Genau. Es ist auch, sage ich ein bisschen, der Ansatz, wir können die Risiken auch wirklich ausnutzen, weil es ist ein gesichertes Umfeld. Wir spielen jetzt keine Ransomware auf, wir erpressen niemanden, wir veröffentlichen keine Daten. Das ist alles im geordneten Rahmen. Penetration Testing ist auch sehr individuell. Das heißt, man muss sehr flexibel sein, man muss sich auf die Applikation, auf das Unternehmen einlassen können, um da wirklich auch Schwachstellen finden zu können. Genau. Aus dem Penetration Test heraus entsteht ein Report, und, wo wir die Angriffsmöglichkeiten aufzeigen. Wie üblich bei dem ganzen Risk Management zeigen wir Ausnutzbarkeit und Auswirkungen auf. Daraus entsteht diese Matrix. Beim Penetration Testing geht es auch oft darum, Best Practices zu prüfen, im Sinne von Secure Development, Secure Configuration, die ganzen Geschichten. Ein weiteres wichtiges Thema, eben, wir hatten jemanden von der Pensionskasse, wir kennen es aus der Finanzindustrie sehr, sehr stark, die ganze Compliance-Geschichte. Also Applikationen müssen gepentestet werden, Unternehmen müssen gepentestet werden. Das ist, damit man da im Einklang ist mit bestehenden Gesetzen und Weisungen. Gut, kommen wir nun zum Penetration Testing und Vertec. Bei Vertec hatten wir bereits mehrere Projekte, und zwar sowohl auf Vertec als Applikation, sei das jetzt in der Cloud, auf dem On-Prem, auf dem Gerät selbst, aber auch das Unternehmen an sich. Beispiele dafür sind eben die Infrastruktur des Cloud-Abos, wo wir heute bereits ein paar Mal davon gehört haben, die Python-Integration, die sehr nützlich, aber dadurch auch angreifbarer ist als vielleicht andere Funktionen, und aber eben auch das interne Netzwerk der Vertec, wo die Mitarbeitenden drin arbeiten. Genau, wie gehen wir vor? Wir testen sowohl intern als auch extern, das, was ich angesprochen habe. Also wir können über das Internet testen, wir können vor Ort kommen mit unseren eigenen Geräten, mit einem Vertec Laptop können wir auch testen. Das ist ganz individuell. Ich denke, ich spreche da auch für Vertec, wir arbeiten sehr flexibel zusammen, was sicher auch einer der Vorteile ist. Es ist auch für uns sehr interessant, wenn wir im Development-Prozess bereits dabei sind. Wir bekommen Testumgebungen zur Verfügung gestellt, wir können Testabos lösen, wo wir dann eben auch die Angriffe durchspielen können. Und wir kriegen auch Vorabversionen. Also es soll das Ziel sein, dass der Penetration Test geschieht, bevor die Applikation oder die neue Version bereits live ist, damit Sie eben auch von den Verbesserungen schon profitieren können. Wie und wann wird ein Penetration Test durchgeführt? Man unterscheidet da ein bisschen zwei Kriterien. Es gibt einerseits
im Betrieb, also zum Beispiel eben ein Unternehmensnetzwerk, das ist ja einfach da, das gibt kein Update, sondern das wird genutzt. Und da heißt es regelmäßig pentesten, je nach Angriffsfläche und Kritikalität. Also wenn etwas sehr komplex ist, dann hat es eine größere Angriffsfläche. Wenn es jetzt nicht so wichtig ist, dann muss man es auch nicht alle Jahre oder alle 2 Jahre pentesten. Der andere Zweig ist dann das ganze Change Management, wo es eben darum geht, Wärter kommt auf uns zu, sagt, jetzt kommt Version 9, ein neuer großer Release. Wir haben diese neuen Funktionen. Was denkt ihr? Ist das sicherheitsrelevant? Ja, nein. Oftmals kommt von Vertec bereits die Einschätzung, die ist doch gut. Und dann können wir schauen, ob diese Changes zu pentesten sind oder nicht. Genau. Jetzt, worauf muss ich als Anwender achten? Wir haben es heute bereits 2-3 Mal gehört. Security ist sehr oft der Feind der Benutzerfreundlichkeit. Seien es jetzt sehr komplexe Passwörter, die MFA, die man immer braucht, oder eben auch halt Update-Prozesse. Das heißt, wenn sagen wir, einen Pentest durchgeführt haben und diese Ergebnisse einfließen, müssen Sie natürlich auch diese neue Version installieren, um von diesen Updates zu profitieren. Etwa das größte Beispiel sind sicher die Restriktionen in der Python-Integration. Da haben wir bereits ein paar Projekte gemacht, wo wir auch immer sagen, das müsst ihr noch mehr einschränken. Und dann kommt eben oft das gute Argument im Sinne von, wir können das nicht einschränken, weil es backwards kompatibel sein muss. Also wenn wir das deaktivieren, dann verlieren unsere Kunden Funktionalität. Vertec selbst hat auf ihrer Webseite dieses schöne Diagramm, welches gut aufzeigt, was man als Benutzer machen muss. Eben, das sind immer wieder dieselben Themen, das sind die sicheren Passwörter, also eben die langen, komplexen Passwörter. Wenn man sich die nicht merken kann, empfehlen wir einen Passwortmanager. Das sind aber auch Passwörter, die man vielleicht gar nie eingeben muss, im Sinne einer Datenbankverbindung, die man hat. Die MFA oder die Zwei-Faktor-Authentisierung ist immer wieder ein Thema, empfehlen wir sehr stark, weil dann kann theoretisch sogar das Passwort schlecht sein und man ist immer noch geschützt. Und eben je nachdem, wie das eigene Vertec aufgebaut ist, hat man auch die Kontrolle über die Python-Konsole und kann da Restriktionen setzen, welche Angriffe verhindern können. Genau, wir sind relativ zügig bereits durch. Vielleicht gibt es dann noch ein paar Fragen. Die Kernbotschaften, die ich jetzt eben mitgeben möchte in diesem Rahmen, sind: Ein Penetration-Test ist eine simulierte Cyberattacke auf ein Ziel. Es ist wichtig, Penetration-Tests bereits in den Entwicklungsprozess einzubauen, damit eben der Benefit bereits vor dem Live-Gehen gewonnen werden kann. Und es ist als Benutzer, Anwender, Administrator, Hoster wichtig, selbst aktiv bestrebt zu sein, die Security der Umgebung stetig zu erhöhen. Gibt es Fragen? Andreas, vielen herzlichen Dank. Fragen aus der Runde? Wie sicher sind Passwortmanager? Passwortmanager, ja, ist ein fairer Punkt, weil sie gelten als Single Point of Failure oder können als solche gelten. Das heißt, es ist wichtig, dass das Masterpasswort für den Passwortmanager, dass der sicher gewählt ist, das Passwort sicher gewählt ist und falls möglich da auch bereits einen zweiten Faktor zu nutzen. Aber meines Erachtens, und das ist sehr oft in der Security so, ist es auch wieder ein Abwägen und da überwiegen für uns deutlich die Vorteile, Hunderte von Passwörtern einzeln, komplex und einfach automatisiert eingeben zu können.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe eine Frage. Wir verwenden das Cloud-Abo. Also ich frage jetzt nicht, wie sicher wertig ist. Aber was würden Sie empfehlen, jetzt von der Anwenderseite her, auf was man achten muss, achten sollte, damit das möglichst gut auch bei der Verwendung dann die Sicherheit vorhanden ist? Da würde ich nochmals einfach zurückgehen. Ich denke, gerade bei der Cloud, wir haben viele Vorteile der Cloud gehört. Bei der Cloud ist halt oftmals das Thema, jeder kommt darauf, weil das ist irgendwo das Ziel. Da geht es eben wirklich darum, den Zugriff sehr gut zu schützen, also sich quasi bewusst zu sein, ein Angreifer kann da ausprobieren, was er möchte, an Passwörtern. Und was ich da noch denke, ist vielleicht auch über Angriffe informiert zu werden. Also wenn man jetzt merkt, da hat jemand tausendfach probiert, sich einzuloggen, dass man das mitbekommt. Ich sehe da einen Blick zu Urs, ist vielleicht eben, wenn auf der Wunschliste auch noch ein Thema. Also diese Grafik, die habe ich gemacht, darum verstehe ich sie, aber vielleicht verstehen Sie sie nicht, weil sie ist nicht ganz trivial, oder? Also im Cloud-Abo geht es hier wirklich nur um die 2 Punkte hier oben, oder? Die Sie beitragen müssen, nämlich Passwörter und vor allem 2FA. Alles andere machen wir, respektive das Cloud-Team, oder? Es wird eben komplexer, wenn Sie das Vertex selber ins Internet stellen, über WebAccess oder über eigene Infrastruktur, oder? Nur, wenn man es nur im LAN hat oder VPN, ist man davon ein wenig befreit. Aber gehen Sie davon aus, dass Ihr Vertex im Internet steht. Ich habe mit vielen Kunden geredet, die haben mir gesagt, nein, ich gehe einfach da rein, und dann hat man am Schluss gemerkt, dass das eine öffentliche Adresse ist, und die wussten gar nicht, dass man die Adresse ja von irgendwoher eingeben kann. Oder? Also im Cloud-Abo kümmern wir uns um alles, außer die 2 Punkte hier. Die müssen Sie tun. Danke. Ja, man kann den Jan anschließend beim Apero auch noch interviewen. Genau. Oder bei ihm vielleicht einen Pentest kaufen. Da am liebsten, genau. Ja. Super. Danke vielmals. Danke vielmals.